Man sagt ja immer so schön, Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Und von daher freue ich mich natürlich, dass ich diesen Rekord gebrochen habe. Mit dem knappsten aller Ergebnisse sichert sich der BVB gegen Hoffenheim die maximale Punkteausbeute. Damit hallo und herzlich willkommen hier vom BVB-Trainingsgelände zu unserem schwarz-gelben Spieltagsrückblick. Siegtorschütze und Rekordmann Marco Reus ist gleich noch bei uns am Mikrofon. Zuvor wollen wir uns aber noch mal einstimmen mit dem Tor des Abends. Nobby und Boris im Netradio. Jamie Bino-Gittens geht in die Mitte. Will auf die rechte Seite spielen. Tor! Marco Reus! Marco Reus in der wievielten Minute? 16. Minute. Jawohl! 1:0 für den BVB! Eingefädelt durch Jamie Bino-Gittens. Formvollendet durch Julian Brandt und dann reingehauen in Person des Kapitäns Marco Reus. Soweit die Herren Dickel und Rupert. Zwei knappe 1:0 Siege in Folge, sicher zur Freude unserer Defensivabteilung, aus der wir Niklas Süle zum heutigen 27. Geburtstag recht herzlich gratulieren. Aber das Fanherz, es leidet und zittert bis in die Nachspielzeit. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Edin Terzic noch über diese knappen 1:0 Erfolge gesprochen. Ja, es tut immer gut, auch diese Siege einzufahren. Natürlich hätten wir uns das gewünscht. Wir hätten jetzt innerhalb von einer Woche zweimal die Möglichkeit, das Spiel deutlich früher zu entscheiden, auch ein bisschen die Energie zu behalten und nicht bis zur letzten Minute dann um den Sieg zu kämpfen. Aber wir haben diesen Kampf halt angenommen. Was heute gefehlt hatte, ihr habt die Chancen auch alle gesehen. Das sind dann halt Kleinigkeiten. Ob der Ball dann häufig reingeht oder nicht. Wir hatten letzte Woche ein herausragendes Kopfballtor von Toni. Heute hat er in der ersten Halbzeit nochmal eine riesige Kopfballchance, wo der Ball halt einfach ein paar Zentimeter zu hoch war. Ähnlich war es bei Jude Bellingham dann in der zweiten Halbzeit. Es fehlt nicht viel, aber als Trainer ist man immer glücklich, wenn man diese Chancen hat und nicht diese eine einzige Möglichkeit hat, die dann sitzen muss. Deshalb, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Aber natürlich wollen wir da noch besser werden und noch mehr Tore schießen. Mehr Tore nehmen wir natürlich immer gerne, freuen uns aber genauso über die knappen Erfolge und lassen jetzt dann endlich unseren Siegtorschützen von gestern Abend zu Wort kommen. Marco, mit dem dritten 1:0, jetzt nach dem bereits 5. Spieltag, habt ihr dieses Ergebnis jetzt schon häufiger eingefahren als in der gesamten Vorsaison. Sind diese Minimalistensiege jetzt eine neue Qualität oder eher das Versäumnis, vielleicht früher für mehr Ruhe zu sorgen? Erstmal ist es, glaube ich, eine gute Sache an sich, dass wir schon 3-0 gespielt haben, was wir in der vergangenen Saison oder in den letzten Jahren oft verpasst haben. Klar sind wir auch erst am 5. Spieltag, aber ja, wir leben dann natürlich auch schon davon, dass wir hinten einfach gut stehen müssen, kompakt sein. Und dann vorne haben wir immer unsere Möglichkeiten. Klar hätten wir es jetzt in Berlin und gestern gegen Hoffenheim uns auch ein bisschen leichter machen können, wenn wir früher das 2:0 oder das 3:0 machen. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir da genügend Möglichkeiten. Das schaffen wir einfach momentan nicht, aber trotzdem bleiben wir dran und beschützen einfach unser eigenes Tor. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und es kann in der Saison oder ist ein gutes Zeichen, glaube ich, für uns, für die Mannschaft, dass wir auch 1:0-Siege einfach ja, nicht nur verwalten, sondern einfach, wie gesagt, das Tor beschützen und gleichzeitig versuchen natürlich das 2:0 zu machen. Gestern hat das eine ja auch gereicht für 3 Punkte. Zu dem Tor, da hat uns Julian Brandt gestern gesagt, du hättest einfach dieses Gespür im Blut zu antizipieren, wie sich eine Situation entwickelt. Wie viel Gespür von Marco Reus steckt in dem Siegtreffer gestern und wie viel Genie im Fuß von Julian Brandt? Ja, ich würde sagen 50-50 vielleicht. Also ich weiß, dass wir im Training natürlich gewisse Spielzüge natürlich trainieren und ich weiß, dass Jule ein Spieler ist, der instinktiv Entscheidungen trifft, vor allem im vordersten Drittel, wo vielleicht viele überrascht sind. Aber ich kenne ihn natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger und weiß ein bisschen, wie er tickt. Und das ist einfach dieses Spielverständnis, was er da in der Situation einfach gezeigt hat. Und bei mir war es dann einfach, ja, die Situation einfach erkennen, ein bisschen spekulieren. Ja,
Aber das ist so gepaart mit sich schon länger auf dem Platz einfach zu kennen und Situationen dann einfach instinktiv zu entscheiden. Ein beliebtes Medienthema in der Vorbereitung: Wer soll nur die Tore von Erling Haaland ersetzen oder jetzt schießen? Jetzt warst du der erste Spieler gestern, der überhaupt den zweiten Treffer in der Saison erzielt hat. 11 Pflichtspieltore verteilen sich auf 10 Schultern. Ist Variabilität die Antwort auf den Erling-Abgang aktuell? Ja, zwangsgemäß ist es halt so, ne? Also wir hätten natürlich schon gerne, und das wird auch im Laufe der Zeit einfach kommen. Toni ist erst seit ein paar Wochen hier. Muki macht's gut. Und wenn Sepp wiederkommt, haben wir nochmal eine Alternative. Also wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und ja, in der Zeit müssen wir es einfach hinkriegen, dass wir es auf mehrere Schultern einfach verteilen. Jeder kann torgefährlich werden, jeder kann Tore schießen, egal ob bei Standards oder aus dem Spiel heraus. Und am Ende ist es mir wirklich wurscht, wer die Tore macht. Hauptsache, wir sind erfolgreich und gewinnen die Spiele. Und ja, wenn es so ist, wenn es am Ende 20 Spieler jeweils ein Tor geschossen hat, dann ist es auch ein gutes Zeichen einfach für die Mannschaft und für die Qualität. Trotzdem müssen wir jetzt noch ganz kurz über deinen Beinamen Mr. 1:0 reden, denn den trägst du vor allem seit gestern auch zu Recht verdient, denn du hast zum 45. Mal für den BVB in der Bundesliga das 1:0 erzielt und ziehst damit mit Manni Burgsmüller gleich, der diesen Rekord innehatte für unseren Verein. Ich weiß, das wird aktuell noch so in der Schublade netter Nebeneffekt gepaart sein, aber vor dem Hintergrund, dass dieses 1:0 auch ein absolut wichtiger Treffer ist, wie wir aktuell wieder merken, und dass du als Dortmunder Junge auf einer Stufe mit solchen BVB-Legenden stehst, das kann dir am Ende des Tages auch nicht ganz egal sein. Nein, egal ist es nicht. Das ist ein schöner Nebeneffekt, würde ich sagen. Also man sagt ja immer so schön, Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Von daher wird meiner wahrscheinlich irgendwann auch gebrochen werden. Ist ja auch schön. Und von daher freue ich mich natürlich, dass ich diesen Rekord gebrochen habe. Habe ja auch noch ein paar Spiele vor mir, von daher hoffentlich werden es noch ein bisschen mehr. Ja, aber ist ein gutes Gefühl. Und nur noch 3 Treffer, dann hat der Marco den Manni auch in Sachen Pflichtspieltore für den BVB eingeholt. Ein Kapitän auf Rekordjagd. Die nächste Gelegenheit dazu, die bietet sich ihm bereits am Dienstag, denn dann heißt es wieder Borussia Dortmund international. Unsere Live-Berichterstattung zum Champions-League-Auftakt gegen Kopenhagen, die beginnt bereits am Montag. Los geht's um 13 Uhr mit der Pressekonferenz, auf der sich Edin Terzic und einer unserer Spieler den Medienvertretern stellen. Und um ungefähr 16:15 Uhr meldet sich dann Nobby hier live vom Trainingsgelände in Brakel, um euch die 15 medienöffentlichen Minuten des Abschlusstrainings zu präsentieren. Der Spieltag selbst, er startet bereits um 14 Uhr. Denn wir übertragen das Youth League-Spiel unserer U19 gegen den FC Kopenhagen. Aber Achtung, dieses Spiel dürfen wir aus rechtlichen Gründen nur auf der Seite von BVB TV zeigen, aber natürlich kostenfrei. Um 17:09 Uhr meldet sich dann wieder Nobby live on air aus dem schönsten Stadion der Welt mit der Aufstellung, letzten Infos und einem sehr spannenden Interviewgast. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Ja, und den Abschluss macht dann wie immer die Pressekonferenz nach dem Spiel wieder mit Cheftrainer Edin Terzic. Genug der Worte, jetzt habt ihr noch ein paar Tore verdient. Aus aktuellem Anlass haben wir ein paar der schönsten 1:0 Treffer unserer Rekordmänner Manni Burgsmüller und Marco Reus miteinander verschnitten. Damit machen wir den Deckel drauf, wünschen euch noch ein entspanntes Wochenende und bleibt gesund. Heya BVB!